Grüezi, Servus und Hallo. Willkommen zu einem neuen Kapitel unserer Motorradtour durch Sardinien. Wir verlassen heute Tortoli und wollen zuerst etwas ins Landesinnere fahren, um am Schluss in einem großen Bogen Galaganone anzufahren. Seit Beginn unserer Reise durch Sardinien begegnen wir immer wieder Eisenbahnschienen. Zum Teil scheinen diese noch in Betrieb zu sein, einige sehen überwuchert und verfallen aus. Die Geschichte der sardischen Eisenbahn geht auf das Jahre 1888 zurück, als eine erste Schmalspurstrecke in Betrieb genommen wurde. In den folgenden Jahren errichteten verschiedene Bahngesellschaften weitere Strecken. Insgesamt war das Streckennetz über 660 Kilometer lang. Heute fährt täglich einmal ein Zug von Porto Torres nach Cagliari und von Cagliari nach Olbia. Während der Touristensaison fahren auf 5 Linien die sogenannten Trenino Verde, kleine touristische Züge, die gemütlich durch das Inland tuckern. Wir setzen unsere Fahrt nicht mit dem Trenino Verde fort, sondern steigen wieder auf unser Motorrad. Etwas, was man immer wieder prüfen sollte, auf jeden Fall einmal täglich, ist der Reifendruck. Gerade wenn man mit viel Gepäck und Sozia fährt, ist es wichtig, dass dieser stimmt und nicht zu tief ist. Hat einen immensen Einfluss auf Haftung und Reifenabrieb. Wir haben uns spontan entschieden, einen Abstecher zu einem kleinen Stausee zu machen. Die Straße sieht vielversprechend aus, also nichts wie los. Nach zig Kurven erreichen wir das Ziel und wie so oft auf Sardinien ist der Zugang zur Staumauer versperrt.
Doch was sehe ich da aus meinem Augenwinkel? Kurz gesagt, nichts Gutes. Ein schleichender Plattfuß. Innerhalb von wenigen Kilometern hat der Hinterreifen 0,3 bar verloren. Ein kurzer Check des Reifens ergab keinen sichtbaren Schaden. Zum Glück habe ich einen kleinen Kompressor mit dabei, mit dem ich den Reifen etwas aufpumpen kann und wir uns so zum nächsten Reifenhändler in Tortolli schleppen können. Dieser hat zum Glück noch einen 50-50 Reifen auf Lager und macht sich schon bald an die Arbeit. Da wir beide Reifen nach der Reise hätten wechseln müssen, machen wir dies nun hier vor Ort. Wir sind nicht die einzigen Gäste beim Reifenhändler. Motorradfahrer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz lassen sich hier neue Schlappen aufziehen. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Kurz vor dem Ende bremst uns noch eine kleine Schraube ein, die zum wunderlich Vorderrad-Stutzpad gehört. Diese bricht bei der Montage des Reifens ab. Was nun? Der Händler hat keine passende Schraube an Lager, dafür eine Idee. Kurzerhand schickt er einen Mitarbeiter zu einer Metallbauwerkstatt in der Nähe und lässt dort eine neue Schraube anfertigen. Innerhalb einer Stunde ist er wieder zurück, der Reifen montiert und wir bereit für die Weiterreise. Und übrigens, die Schraube hat er uns nicht verrechnet. Die ganze Aktion hat uns knapp 3 Stunden gekostet. Es ist nun kurz nach 1 Uhr, als wir Tortolli ein zweites Mal endgültig verlassen. Guess I want it all, anyway at all. But I missed it by waiting for the game respawn, for the lost and found, for the home alone, and for you to come home, you to come home. I let you in, it ain't a sin, with all these simulations. Should be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry. Curtain call, guess I want it all, anyway at all. Thought I missed it by waiting for the game respawn, for the lost and found, for the home alone, and for you to come home, you to come home. I let you in, it ain't a sin, with all these simulations. Should be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry, all we can't see the good that we had, Jenny. I won't let my feelings play a game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end, till the end, until the end. I let you in, it ain't a sin, with all these simulations. Should be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry, all we. Langsam nähern wir uns unserem Tagesziel Galaganoni. Kurz nach Dorgali geht es links in einen Tunnel hinein, der uns auf die Meeresseite der Bergkette führt. So I might as well remove your name.
Wir sind angekommen, trotz Reifenpanne. Wir sind froh, dass alles so reibungslos ablief und wir mit einer kleinen Verspätung Galaganone erreicht haben. Zum Abschluss gibt es noch eine abenteuerliche Einfahrt zum Hotel Motorradparkplatz. So I might as well remove your name. Say you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end. Nach dem Check-in müssen wir erstmal das Erlebte bei einem Bier verarbeiten. Danach erkunden wir den mit 860 Einwohnern doch etwas größeren Küstenort. Aufgrund seines langen Sandstrandes und der Nähe zu einigen der schönsten Badebuchten hat sich der Ort in den letzten Jahrzehnten vom verschlafenen Fischerort zu einem besonders beliebten Ferienort auf Sardinien entwickelt. Mit einem Blick übers Meer beenden wir den heutigen abenteuerlichen Tag und freuen uns auf die kommenden letzten Tage auf Sardinien. Gut ausgeruht und nach einem ausgiebigen Frühstück steigen wir aufs Motorrad, um von Galaganone aus eine kleine Rundtour in Angriff zu nehmen. Es geht zuerst ins Landesinnere Richtung Nuoro, wo wir auf dem Monte Orthobene fahren werden. Danach fahren wir über Burgos und Buldei nach Lula, um am Fuße des Monte Albo entlang Siniscola zu erreichen. Endziel ist dann wieder Galaganone. Am Himmel hängen einige Wolken und die Temperaturen sind auf ein erträgliches Maß gesunken. Jedoch ist sehr starker Wind aufgezogen, der das Motorrad gerne auf die eine oder andere Seite schieben will. Kaum losgefahren, erreichen wir schon die Provinzhauptstadt Nuoro mit seinen 36.000 Einwohnern. Berühmt ist die Altstadt mit seinen zahlreichen engen Gassen, mit dem typischen Kieselsteinpflaster und den kleinen Piazzi und der schönen Kathedrale Santa Maria della Neve. Für heute belassen wir es mit einer kleinen Rundfahrt durch die Gassen, denn unser eigentliches Ziel ist der Monte Orthobene. And I will start all over here without you. Something right could be so wrong. I carry on cause I know I have to let you go again. I know it's bad to take a leap into my world of fantasies, but we will make it all the way somehow. But I know now when I wake up I just have to put my feet back on the ground. You will come back, oh my God, it's you again. Once we were more than friends, darling, how you've been. I miss your smile. Der Monte Orthobene ist ein Granitberg im Osten Nuoros. Eine Straße schlängelt sich als Rundweg auf den 955 Meter über Meer liegenden Berg. Highlight ist aber die auf dem Gipfel stehende Bronzestatue del Redentore. Ihren Ursprung hat die Statue auf das Jahre 1900, als Papst Leo XIII. Auf 19 italienischen Gipfeln genauso viele Abbilder von Jesus dem Erlöser platzieren wollte. Im folgenden Jahre wurde am 29. August die 7 Meter hohe und 2 Tonnen schwere Statue des Bildhauers Vincenzo Ierace errichtet.
Daher findet hier jedes Jahr an diesem Tag eine feierliche Messe statt, die den Abschluss des Erlöserfestes bildet. Ein Fest, das für seinen Umzug mit sardischen Trachten, Liedern und Tänzen aus dem ganzen Land berühmt ist. Vom Aussichtspunkt Belvedere sieht man übers Tal bis nach Oliena und zum Monte Corasi. Der dürfte den Offroad-Freunden unter euch bekannt sein, da man bis zur Punta Carabida hinauffahren kann. Schon von weitem ist die auf einem kegelförmigen Berg liegende und über Burgos thronende Castello di Burgos zu sehen. Erbaut wurde die Burg 1127 und hat, wie vieles auf Sardinien, eine wechselvolle Geschichte. Erst 1339 gab der Richter und Kriegsherr Mariano IV. Von Arborea der Burg ihren Glanz zurück und gründete am Fuße des Castellos das gleichnamige Dorf Burgos. Uns zieht es weiter. Wir folgen der SP7 und der SP3, die uns unter anderem durch die Dörfer Potita, Nulle und Bitti nach Lula führen. Von Lula aus führt uns die SP3 nach Siniscola. Dabei fahren wir entlang des Monte Albo. Dieser knapp 35 Kilometer lange Streckenabschnitt war das Highlight des Tages und eine der Top-Strecken, die wir während unserer Reise absolviert haben. Teilweise blickt man links weit ins Tal hinaus, rechts sieht man die eindrücklichen, bis zu 1000 Meter über Meer liegende Gipfel der Monte Albo-Kette.
Einen großartigen Ausblick auf den Monte Albo hat man von der Punta Ristoro Loganda a Mentos, einen kleinen Aussichtspunkt mit Infotafel und einem guten Restaurant. Question marks, with broken hearts. I went home my life without you. I know it's bad to take a leap into my world of fantasies, but we will make it all the way somehow. But I know now when I will start all over here without you. Während der Abfahrt nach Siniscola kann man nochmals die einmalige Pracht des Monte Albo genießen, wie auch den Ausblick ins Tal bis hinüber zur Küste. It's bad to take a leap into my world of fantasies, but we will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, I just have to put my feet back on the ground. And you will come back, oh my God, it's you again. Once we were more than friends, darling, how you've been. I miss your smile. Oh my God, it's you again. Für die letzten Kilometer nach Galaganone haben wir noch eine kleine Straße entdeckt, die uns über einen kleinen, einsamen Pass führt. Außer einem verlassenen Stall und einer Nuraghe gibt es hier oben nichts. To take a leap into my world of fantasy, where we will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, you will come back. Oh my God, it's you again. Once we were more than friends, darling, how you've been. I miss your smile. Oh my God, it's you again. Once we Ein weiteres Kapitel unserer Reise neigt sich dem Ende zu. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal. Wir würden uns sehr freuen und hoffen, euch auch beim nächsten Kapitel wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne sagen wir Ciao und bis bald.